Hallo Retro-Freunde, in diesem Video möchte ich euch meine neueste Masters of the Universe Origins Deluxe Figur präsentieren. Zudem habe ich auch die neuen Clamshells von Morax bekommen, die speziell für die Deluxe Figuren sein sollen, und ich möchte einfach mal schauen mit euch zusammen, wie das Ganze so passt. Ja Leute, wie gesagt, die neueste Origins Deluxe Figur ist bei mir eingetroffen und es handelt sich um eine Figur, die ich damals auch nicht hatte, die es auch bei uns damals gar nicht gegeben hat, soweit ich weiß. Und zwar ist das der Mosquitor von der Wilden Horde von Hordax, ja, Spießgesellen, ja, auf einer Deluxe-Karte. Die Deluxe-Karten sind ja relativ oder ein ganzes Stück breiter wie die normalen Standardkarten. Und das hat damit zu tun, dass diesen Deluxe-Karten immer irgendwie ein bisschen mehr Zubehör beiliegt. Ja, ich hoffe, das spiegelt jetzt hier nicht so. Ja, das heißt, ich habe einen Wechselkopf dabei, ich habe den Blaster dabei und ich habe noch so eine Funktion dabei, die ich diesem Kopf aufstecken kann, dass es so aussieht, als würde Mosquitor demjenigen, ich kann das hier so um die Figur drum klammern, ja, um den Gegner, und dann sieht es aus, als ob der Mosquitor dem irgendwie das Blut aussaugt, die Lebensenergie aussaugt. Ja, finde ich richtig toll. Das Kartendesign, wie immer bei den Origins, halt komplett Vintage angehaucht oder angelehnt. Ja, hier oben wieder diese Zeichnung. Ich finde das richtig toll, ich finde das richtig klasse. Ja, das Deluxe-Zeichen hier oben in der Ecke wieder. Ja, das Einzige, was mich bei dieser Karte hier stört, und das hat die US-Karte halt nicht, sind diese Gefahrenhinweise hier in diesem fetten blauen Balken an der Front. Ja, wieso man die nicht irgendwo auf die Rückseite gemacht hat oder so, weiß ich nicht. Ja, das muss halt hier auf der europäischen Karte drauf sein. Ich finde es halt komplett deplatziert und bin mir halt aus diesem Grund echt am Überlegen, ob ich mir diese Figur nochmal als US-Variante hole, weil da ist das halt, wie gesagt, nicht drauf. Und da ich die Figur als OVP einmal sammeln möchte, ja, was soll ich sagen, macht es im Regal vielleicht mehr her, auch wenn ich keine US-Sachen eigentlich haben möchte, dass das halt fehlt. Und achso, ich habe noch vergessen, und natürlich ist auch noch hier wieder, wenn man das sieht, eine Wechselhand dabei. Ja. Der Mosquitor hat ja diese Blutpumpe in der Figur integriert, im Brustkorb, im Oberkörper. Ja, das heißt, ich habe hinten so ein Knöpfchen, da kann ich drauf drücken, ja, und dann bewegt sich das Blut so, ja, dann pumpt das quasi so. Ich warte noch, ich werde mir noch einen zweiten holen, den werde ich auch wirklich auspacken, weil das ist auch eine Figur, genauso wie der Stinkor aus der neuen Wave, die ich auch einmal ausgepackt haben möchte, weil ich halt diese Funktion einfach ausprobieren möchte bei dem Mosquitor und bei dem Stinkor natürlich riechen möchte, wie der halt riecht. Ja, von daher, der bleibt erst nochmal OVP. Mini-Comic wieder hinten drin. Und die Rückseite zeigt wieder hinten ein geniales Artwork von dem Mosquitor. Ja, wie er den Fisto quasi in Beschlag nimmt. Ja, und ja, Fisto hat ganz schön zu kämpfen. Ja, interessiert mich, wie der Kampf ausgeht. Ja. Mal schauen, wer da gewinnt. Eigentlich immer die Guten. Und es ist auch wieder ein Teaser im Hintergrund. Wenn man das halt sehen kann, ja, sehe ich hier hinten ein Drachenskelett, was hier liegt, und ich könnte mir vorstellen, dass das der Battlebones ist. Soweit ich weiß, ist der bisher in der Origins Line noch nicht angekündigt. Kann sich eventuell schon geändert haben, wenn ihr das Video hier seht. Ja, ansonsten, ja, die Figuren, die abgebildet sind alle schon ansonsten erhältlich. Ja, das heißt, ich habe einmal Castle Grayskull hinten drauf, ich habe den Windrider hinten drauf, ich habe He-Man und Skeletor in der Battle Armor Variante. Ja, das sind auch Deluxe-Figuren mit den Wechselköpfen, und ich habe den Buzzsaw Hordak, ebenfalls eine Deluxe-Figur. Und jetzt die vierte Deluxe-Figur, der Mosquitor. Finde ich richtig toll. Jetzt sieht man hinten nochmal, dass ich halt hinten auf den Knopf drücken kann, dass dann vorne sich das Blut zirkuliert halt, ja, und dass ich natürlich auch den Wechselkopf aufsetzen kann. Ich finde die Figur toll, ich finde sie klasse. Ich habe den Mosquitor damals nicht gehabt. Ein Vintage-Mosquitor ist mir aktuell, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, viel zu teuer. Von daher finde ich es schön, den jetzt in der Sammlung zu haben, in einer einwandfreien Karte. Deswegen lasse ich den auch OVP und packen nicht aus. Hier holen wir noch einen zweiten, den werde ich auspacken, da werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Und ja, möchte diese Figur jetzt quasi eincasen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Und zwar habe ich von Morax, das habe ich mir bei der Los Amigos mitgenommen, Clamshells mitgenommen. Das heißt Blister, um diese Figuren halt zu schützen für die Origins Deluxe Figuren.
Ja, Morges hatte diese Blister das erste Mal auf der Los Amigos dabei. Stand jetzt gibt es sie auch in dem Morax Shop. Ich verlinke den auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Er kostet 7 € das Stück. Und es ist ein Kunststoffblister. Ja, ich hoffe auch, das blendet hier nicht so, wo ich halt hinten einfach den Deckel abnehmen kann. Pack die Figur rein, klappt das Ding zu und die Figur ist geschützt. Ja, gab es die ganze Zeit schon für die Standardfiguren, aber nicht für die Deluxe-Figuren. Und wie ihr wisst, normalerweise packe ich die Figuren in Acryl-Cases, in die richtigen stabilen Cases rein. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus, ja, weil das wird halt echt teuer. Es sieht sehr, sehr schön aus in diesen dicken, fetten Acryl-Cases. Ja, die sind super geschützt, die Figuren, es macht richtig was her. Aber diese Cases sind halt echt teuer und in dem Rhythmus, wo Mattel momentan die Origins rausfeuert, muss man ja fast sagen, ja, geht das halt echt ins Geld. Und diese Cases hier kosten aktuell auf der Morax-Seite 7 € das Stück. Ja, natürlich kommt noch Versand dabei, aber ich denke mal, das ist vollkommen okay für so ein Case. Ja. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie diese Figur reinpasst. Ich habe es jetzt wirklich noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich nehme einfach hier die Vorderseite, nehme den Origins Mosquitor, pack den jetzt einfach hier mal so rein. Ja, ich hoffe, das funktioniert so. Passt einwandfrei rein, und jetzt ist eigentlich nur noch zu tun, Deckel drauf und das Ganze zusammenklippen. Ja, so, das ist drauf. Ich denke mal, so geht's. Und ich glaube, der ist schon zu. Ja, er ist zu. Der passt haargenau in den Ecken. Das ist echt super. Ja, die Figur ist somit geschützt. Man kann sie auch aufstellen. Ja, das heißt, sie steht wirklich gerade durch diese zwei Nöppel hier unten, sag ich mal. Ja. Und somit ist der Mosquitor auch quasi eingecased. Ja. Ich kann es halt ganz einfach wieder rückgängig machen. Ich kann die Figur wieder rausmachen. Finde ich richtig toll. Man könnte sogar hier oben durch diesen Aufhänger hier einfach an die Wand hängen. Spart auch nochmal Platz, wenn ich nicht aufstellen möchte. Ja, finde ich richtig toll. Und wie gesagt, für 7 € für dieses Teil ist das echt ein guter Preis. Und werden wir wahrscheinlich davon noch mehr für die Deluxe-Figuren holen. Ja Leute, das war ein ganz kurzes Video über meine neueste Origins Deluxe Figur, über den Mosquitor und über die Morax Hüllen, die Schutzhüllen. Schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr den Mosquitor auch, habt ihr ihn ausgepackt? Wie findet ihr die Blutpunktenfunktion? Ja, findet ihr es toll oder sagt ihr, nee, bei der Vintage-Figur, die ich vielleicht sogar habe, ist es besser, ja, wenn die dann noch funktioniert. Ja, und zudem halt, ja, wieder die obligatorische Frage, kauft ihr Shells, kauft ihr Cases für eure Origins-Figuren oder sagt ihr, das ist totaler Blödsinn, ich packe die aus, ich will damit spielen? Ja, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video, euer Retro Rauner.